Ich bin Sophie und befinde mich heute in Eberswalde in Brandenburg, rund 40 Kilometer entfernt von Berlin. In dieser Stadt leben 40.000 Menschen. Und alle ab 14, egal ob mit oder ohne deutschen Pass, haben heute die Gelegenheit, über das Bürgerbudget abzustimmen. Bürgerbudget bedeutet, dass die Einwohner und Einwohnerinnen selber entscheiden, wie die Stadt ihr Geld ausgeben sollte. Sie entwickeln eigene Vorschläge, stimmen darüber ab und diese werden dann noch umgesetzt. In Eberswalde geht es um 100.000 € pro Jahr. Das klingt nach einer Menge Geld, ist aber nur 0,6% des Budgets, das die Stadt allgemein für neue Investitionen ausgibt. Also 2,50 € pro Einwohner. Jetzt stehen wir in der Stadthalle und jeder dieser Vasen steht für einen Vorschlag, wie die Menschen in Eberswalde ihre Stadt verändern wollen. Zuschuss für eine Honorarstelle an die Theatergruppe Waggonkomödianten. Anschaffung eines Zeltes für die THW-Jugend Eberswalde. Für den Aufbau einer Kulturstätte durch den Save Your Culture Verein. Voll die geilen Projektideen, die durch die Fachämter der Stadt geprüft werden. Ein gültiger Vorschlag darf nicht mehr als 15.000 € kosten. Und natürlich muss er durch die Stadt umsetzbar sein. Jeder wirbt für seinen eigenen Vorschlag. Und alle werden in diesem Amtsblatt veröffentlicht. Hallo, was kann ich hier machen? Jeder abstimmungsberechtigte Eberswalder erhält hier von uns 5 Stimmtaler, die er dann drüben im Saal in die verschiedenen Vasen einwerfen kann und somit für verschiedene Vorschläge abstimmen kann. Neu ist auch seit letztem Jahr, dass wir dies jetzt auch schon vorab online tun können. Maybe I should stop worrying about what happened and what could have been. Was hat eigentlich Live-Musik und Zocken mit dem Bürgerbudget zu tun? Es geht darum, das Verfahren attraktiv zu machen, dass man somit Beteiligung fördert. Und natürlich gehört es dazu, wenn man einfach einen Vorschlag einreichen kann, wenn man einfach abstimmen kann, dass man moderne Kommunikation nutzt und auch natürlich Spaßaktivitäten bietet. Was passiert mit den gewählten Vorschlägen? Was die Eberswalderinnen und Eberswalder heute entscheiden, das wird dann auch umgesetzt. Es gibt keine Hintertür mehr. Die Politik kann nichts mehr daran ändern an der Entscheidung. Die Vorschläge werden so umgesetzt. Das klingt ja super. Um das zu prüfen, haben wir die Gewinner und Gewinnerinnen des letzten Jahres getroffen. Und das habt ihr also gewonnen? Ja, das finden wir auch mega geil, dass wir es gewonnen haben. Die 50.000 € waren ganz leicht da. Jetzt können wir unsere Feuerwehr ganz leicht präsentieren. Mit den Beachflaggen, mit Pavillon oder auch Stehtischen. Was hat das letzte Bürgerbudget für euren Verein verändert? Ja, also die größte Veränderung für unseren Verein war gewesen, dass sich unser Bekanntheitsgrad enorm gesteigert hat. Wir konnten unsere Mitgliederzahl fast verdreifachen und sind jetzt bei ca. 70 Mitgliedern. Und ja, ein Jahr später können wir uns hier präsentieren und ein Angebot machen. Ich treffe mich jetzt mit Finn Erik vom Jugendverein Wolke 6. Seine Gruppe hat eine Einrichtung von Lebensmittelspendenecken in Supermärkten vorgeschlagen. Warum engagierst du dich für das Bürgerbudget? Ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit bekommen, über Gelder der Stadt mitzuentscheiden. Und wenn Projekte nicht gefördert werden, dann kann es ja sein, dass die Stadt die übernimmt und selber durchsetzt. Und das ist eine schöne Möglichkeit, unsere Ideen kundzutun. Und du, was denkst du darüber? Ich finde es mega gut, dass man schon mit 14 wählen kann, anstatt wie bei traditionellen Wahlen mit 16 oder 18. Was glaubst du, könnte man bei dem ganzen Prozess für Jugendliche noch verbessern? Die Online-Abstimmung vielleicht einfacher machen. Weil für die Online-Abstimmung braucht man einen Personalausweis und viele Jugendliche haben keinen. Ich glaube vor allem, der Wille in der Verwaltung ist wichtig, damit mehr Vorschläge eingereicht werden, damit die auch die Prüfung überstehen. Idealerweise schafft man eine Vollzeitstelle, damit auch die Zeit da ist, um die Jugendlichen und alle Leute vor Ort anzusprechen und zum Mitmachen motivieren. Es wäre richtig nice, wenn sich diese Art von Bürgerbeteiligung weiter verbreitet. Und noch cooler wäre es, wenn die Stadtverwaltung ihren Menschen noch mehr Cash anvertraut.